Wir begrüßen noch einen weiteren Neuzugang bei unserem Auswärtsspiel in Kaiserslautern hier auf dem Betzenberg. Leider nicht das echte Stadion. Und zwar ebenfalls wie Tech-Club einen alten Bekannten in Münster. Und zwar Nikolai Remberg. Ich habe ihn doch noch bekommen. Harte Verhandlungen mit Holstein Kiel. Er wollte doch nochmal zurück zu seinem alten Club in Liga 2 helfen, hier die Klasse zu halten. Wie gesagt, es waren harte Verhandlungen, war nicht ganz so einfach, aber am Ende habe ich ihn dann doch noch bekommen. Ich bin sehr froh drum. Dass wir bislang so einen richtig guten Saisonstart hatten. Wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun, aber wir haben auch erst 4 oder 5 Spiele. Ich glaube, das ist heute hier das 5. müsste das sein. Von daher, wir haben noch ganz, ganz viel Spiele vor uns. Hier ist er, Nikolai Remberg mit der 7. Muss ich mal gucken, ob er die 7 behält. Aber der war ja auch unter anderem unten in den Kommentaren. Damit habe ich neben Tech-Club jetzt also auch noch einen zweiten Rückkehrer. Von daher ein bisschen Nostalgie haben wir jetzt also auch. Wenn wir jetzt noch Erfolg haben in der Saison, dann freue ich mich noch mehr. Und direkt so weitermachen. Wir haben ja gegen Braunschweig zu Hause das gut gemacht. Haben ja dann auch nach einer Ecke das 1-0 gemacht. Auf Schalke 0-0 gespielt. Also wir sind voll im Soll. Das einzige Problem, was ich habe, ich bin halt völlig pleite. Mir haben sie die Hosen ausgezogen. Ich habe 24 € auf dem Konto. Das reicht gerade mal, um mir morgens ein Frühstück zu machen wahrscheinlich und ein bisschen einzukaufen. Aber für mehr reicht es leider nicht. Von daher bin ich noch mehr unter anderem auch auf den DFB-Pokal angewiesen, dass ich da Leute, oder beziehungsweise, dass ich da noch eine Runde weiterkomme, dass ich dann auch zum Beispiel Jugendspieler, die meine Scouts mir hier ranbringen, auch verpflichten kann. Weil mit 24 €, da ist selbst jemand von den Fidschi-Inseln nicht zu holen. Ist zwar traurig, hört sich blöd an, ist aber so. Und Vertrag auflösen geht ja auch nicht. Da müsste ich ja das Geld dann bezahlen. Also wir stehen, ja, unter Druck will ich nicht sagen, aber ich würde schon gerne noch eine Runde weiterkommen, um dann halt diese Spieler zu holen. Weil da sind schon, glaube ich, 1, 2 gute mit dabei, die ein gutes Potenzial haben. Aber ohne Geld machst du nix. Ohne Moos nichts los. Und die Lauterer, oh, die machen schon mal Druck. Vorne mit Ragnar Ache unter anderem, Opoku. Marlon Ritter müsste auch irgendwo sein. Und das ist schon nicht ganz so langsam, was da vorne rumläuft. Aber auch wir. Und gerade mit Krudowski, vorne dann mit Fridjonsson, Janda dahinter, Remberg, der bringt jetzt ein bisschen Erstliga-Erfahrung mit, obwohl er noch nicht gespielt hat bei Holstein Kiel in der ersten Liga. Aber er durfte schon mal die Vorbereitung mitmachen. So, nächste Chance, oder? Die erste Chance in dem Spiel durch Mees, ja. Erster Schuss aufs Tor. Ah, da muss ich jetzt eigentlich einen Rechtsfuß haben. Ist Remberg, ich habe da noch gar nicht richtig geguckt, ist der zufällig auch Rechtsfuß? Ich glaube, ne, ja, aber der hat nicht so gute Werte. Dann macht das mal Janda, komm. Der hat ja eh nichts verloren, der ist eh nur 1,10 groß. Der macht lieber hier die Vorlagen auf unseren 1,96 Keeper, Fridjonsson, und fast das Eigentor. Wäre ein schönes Bild geworden, direkt in den eigenen Kasten, aber Spahic im Tor, okay. Und jetzt haben wir Mees, jetzt brauche ich da Hendricks. Hendricks. Den spricht man bestimmt nicht so aus, aber ich spreche ihn so aus, Hendricks. Schöne Flanke, da ist Fridjonsson. Der kommt wirklich überall ran. Wahnsinn. Wie gesagt, 1,96 groß. So, jetzt mache ich doch mal mit rechts. Guck, ihr seht auch mit diesen 10 km/h Wind. Und das ist halt das, was man bekommt, wenn man Simulation in den Spieleinstellungen hat. Weil der Wind dann auch, ja, tatsächlich die Flugbahn des Balls beeinflusst. So hat es auf jeden Fall gestanden. Ich denke mal, das ist auch realistisch. Also hört sich realistisch auf jeden Fall an. So, nächster Versuch. Wieder Gudowski. Ja, der kommt da nicht so durch, aber wir sind gut drin. Auch in dem Spiel. Wir fighten uns rein. Hinten lassen wir eigentlich nichts zu. Vorne die 1, 2 Chancen, die wir hatten. Der hätte auch gut und gerne schon eine reingehen können. Müssen vielleicht, weiß ich nicht. Aber wir machen weiterhin Druck. Wir machen weiterhin hier Druck, obwohl wir halt Preußen Münster sind, obwohl wir eigentlich mehr unten zu finden sein sollten. Aber, habe ich ja gesagt, ich spiele hier mutig. Ich will hier nach vorne 4-2-3-1 und gib ihm. Hinten reinstellen ist nicht bei mir. Und mal gucken, was dann am Ende bei rauskommt. Vielleicht kriegen wir auch ein paar Niederlagen, aber das wäre auch ganz normal. Aber bislang jetzt hier am Anfang der Saison sieht das echt gut aus. Und wir wissen gar nicht wohin. Almami Touré, ach, auch altbekannter hier. Von der Eintracht. Schön zu sehen. Den Zweikämpfen, da müssen wir jetzt einfach drauf hier. Zack, aggressiv, Ball wieder geholt.
Und wieder Lautern, wieder über Opoku, Terhorst und Partov. Gut geklärt. So, und hinten rausgespielt. Mal gucken, wo wir vielleicht mal schnell aufbauen können. Mees gegen Opoku. Janda, jetzt vielleicht mal. Ja, dann müsste Terhorst mitkommen. Jetzt muss er hinterlaufen. Ah, den kriegt er nicht, oder? Der ist... Ja, kriegt er doch. Blitzsprinter, aber es ist niemand in der Mitte. Doch, Fridjonsson. Der kommt da locker an. Fridjonsson, wow. Aus 16 Metern auch mit 100 km/h. Der kommt halt auch an jeden Ball ran. Das ist halt das Gute. Das, was wir halt mit Malik Batmaz nicht hatten. Ne? Ist natürlich schade, dass er verletzt ist. Aber mit Fridjonsson ist da nochmal eine ganz andere Option jetzt vorne. Und Lautern kommt wieder über Opoku auch. Hat auch viel und eine hohe Geschwindigkeit, wenn der erstmal ins Rollen kommt. Aber wir stehen wirklich gut. Hendricks, Remberg, der spielt, als ob er nie weg gewesen wäre. Als ob er nie weg gewesen wäre. Fridjonsson, schade. Ball vorne halten, dann direkt weiterleiten. Das ist eigentlich so das Ziel. Das macht Nemeth zum Beispiel auch bestimmt ganz gut. Ja, die wissen nicht wohin. Da können sie rumspielen, ne? Alles gut. Janda, ja, schön wieder gut. Nein! Oh, jetzt hätte ich vorne in den Lauf gespielt von Fridjonsson. Schade. Also 0-0, aber der etwas besseren Art. Ich finde, wir haben jetzt nicht ganz klare Torchancen, wobei nach einer Ecke der eine Kopfball, der hätte es durchaus sein können. Ansonsten ist halt auch noch nicht viel. Das sind ja diese 50-50 Spiele, ne? Kaiserslautern, die können auch mit 1-2 Siegen dann mal wieder oben anklopfen. Schneider unter anderem hier. Der ist weiterhin auf der Bank. Dann Teklap natürlich. Hat jetzt eine neue Rücknummer 11. Habe ich aus den Kommentaren gelesen. Hatte er früher auch bei Münster und deswegen soll er die auch wieder ruhig bekommen. Dann den anderen Jugendmann, der hier noch war, der hatte eine 57, den habe ich verliehen. Ja, also ich habe noch ein bisschen was gemacht auf dem Transfermarkt, aber viel mehr ging halt nicht. Mit Nikolai Remberg wurden mir da quasi, wie gesagt, die Hosen ausgezogen. Jetzt muss ich erstmal wieder warten auf neues Geld. Spätestens, wenn wir im Pokal hoffentlich noch eine Runde weiterkommen oder dann halt durch Spielerverkäufe im Winter. Da muss ich dann auch mal gucken. Ja, oder dann halt spätestens nächstes Jahr im Sommer. Je nachdem, wie viel wir dann da kriegen. Ja, schade, Fehlpass mit Ansage, die klappen dann doch nicht immer. Aber dafür sieht das defensiv noch ganz gut aus. Ich habe jetzt ja auch mal, obwohl, ich könnte mal hier auf Offensiv stellen. Hoffentlich fliegt mir das nicht um die Ohren, aber wir können ruhig ein bisschen mehr riskieren. Also das würde ich mir schon zutrauen. Ach, Nathan Ake ist zu Dortmund gewechselt. Jawohl, auch wieder Random Transfer. At its best, wo Dortmund das Geld herbekommt für ihn. Wahrscheinlich, als Edin Terzic gegangen ist, ist er nochmal auf Gold gestoßen, hat nochmal ein bisschen was dagelassen. So könnte ich mir das vorstellen. Ja, wir stehen gut. Jetzt kommt aber Lautern über Opoku. Oh, jetzt hat er einmal zu viel Platz bekommen. Gegen Terhorst. Terhorst ist da, sehr schön. Der lässt da nicht mit sich spielen. Der ist robust, rustikal. Schön dazwischen gegangen und jetzt die Chance umzuschalten. Der läuft gleich mit nach vorne. Ich habe ihn gesehen da unten. Oh, aber Gudowski kriegt den nicht hin. Schade, das wäre ein schöner Laufweg gewesen. Und Fridjonsson ist auch so ein bisschen am Traben. Aber das ist halt so, ne? Jetzt mit der Simulation oder mit dem Modus Simulation sind halt auch gewisse Regler ein bisschen nach unten gestellt worden, damit es halt realistischer ist. Das soll ja das Ziel dieses Moduses sein. So, eine Stunde rum. Jetzt wäre doch der perfekte Zeitpunkt, um mal in Führung zu gehen. Würde ich sagen. Wechsel angefordert bei Lautern. Bei uns ist noch alles soweit gut, aber vielleicht schauen wir mal, ob wir Teklap mal reinbringen. Der ist doch auch ein schneller Mann hier. Vielleicht für Mees. Der hat auch nur 67 Tempo. Gut, wir hätten Makrides, der hat natürlich 87 Tempo. Wir hätten Schneider, 83. Aber ich gehe mal mit Teklap. Und vorne würde ich mal Nemeth reintun für Fridjonsson. Der ist auch nicht gerade viel kleiner, ne? Oder? Wie groß ist der? Der ist 1,87. Ja gut, das geht auch noch gerade. Janda. Da könnten wir, kann Schneider da auch spielen. Der kann nur ZM spielen. Wir können mal Makrides für Janda nochmal reintun. 3 frische Kräfte. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Vorne mit Nemeth. Der nicht ganz so groß ist, der vielleicht ein paar andere Stärken noch mit reinbringt. Ja, und defensiv sieht das bislang richtig, richtig gut aus. Aber es ist noch ein bisschen zu spielen. Und Lautern, die sind ja auch noch da.
Da finden bislang Gott sei Dank den Weg nicht rein. Oh, komm, sag ich's. Achtung, Ache aus Spitzenwinkel und Behrens. Muss da jetzt auch zum ersten Mal hin. Also, ihr seht, eine Chance. Die brauchen auch nicht viel. Und schon sind sie da. Aber wir genauso. Wir machen das gut. Kudowski hat jetzt ein bisschen Platz. Nehmt, wenn wir ihn schicken. Ah, zu lang leider. Da kommt er nicht hin. Aber die Idee war gut. Nicht mehr viel Zeit. Setze Plan B ein. Ich bleibe dabei. Also ich gehe jetzt nicht ins Pressing, auf gar keinen Fall. So viel Risiko will ich dann doch nicht gehen, aber ich will jetzt auch nichts umstellen. Ich bleibe so. Das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Tech-Club, jetzt hat er mal Platz. Komm, rechte Seite ist deine, Junge. Nimm mit in der Mitte. Da bringt er jetzt eine schöne Flanke rein. Oh, die kommt butterweich. Ich nehme es. Und die Latte. Schade. Die Latte trennt uns von der Führung. Schöne Flanke, schöner Kopfball, genau richtig. Gegen die Laufrichtung, dann leider ein bisschen zu genau gegen die Latte. Und jetzt Lautern, aufgepasst. Oh, jetzt fehlt unser Linksverteidiger. Oh, Achtung, Opoku gegen Terhorst. Opoku, Behrens. Und weg. Oh Gott. Ja, das werdet ihr auch selten von mir sehen, dass ich den Ball einfach weghaue. Wenn, dann ist aber wirklich brenzlig. Weil das, wie gesagt, ist bei mir überhaupt nicht drin. Ich spiele den sonst immer hinten raus, aber in dem Fall, im Fünfer, hast du gar keine Chance. So, nächste Chance, wieder Kudowski, nehmet. Ah, der kommt nicht so genau. Makridis, Kudowski, komm, nochmal 10 Minuten. Wem gelingt jetzt der Lucky Punch hier? Ich hoffe, Münster. Wo ist die Lücke? Kudowski außen. Kekeskov läuft da mit. Ja, kriegt er noch, hat er noch. Und jetzt Nemeth. Irgendwo oder ganz hinten. Tech-Club, das wäre doch eine Geschichte. Oh, der Nemeth. Wenn er nochmal hochsteigt. Jawohl, und jetzt Kudowski kommt mit dem feinen Füßchen. Schade. Also Chancen waren auch wieder da, wenn das hier 0-0 ausgeht. Ist das ein besseres 0-0 als das gegen Schalke? Aber das ist halt auch die Gefahr, dass jetzt hier ganz viele 0-0s bei rumkommen. Aber wir gucken mal. Makridis. Terhorst nochmal. Eine der letzten Aktionen jetzt hier wieder. Tech-Club und Makridis. Jetzt häufen sich die Chancen. Komm, 3 Minuten noch. Auch hier ist Dimitar Berbatov wieder als Linienrichter, als 4. Offizieller. Ich kann es so ein bisschen verstehen. Hat die aktive Karriere beendet, um heute hier Linienrichter zu sein. Ich verstehe das. Würde ich auch machen. So, jetzt Ecke. Tech-Club, da ist Patov. Gibt's nicht. Es ist zum Mäusemelken. Wir haben so viele Chancen. Nochmal Kudowski. Und Nemeth in der Mitte. Wieder Spike. Wo ist er? Am 16er. Da muss doch irgendeiner stehen. Ja, Remberg macht das. Sehr gut. Remberg. Tech-Club. Also es wird wahrscheinlich beim 0-0 bleiben. Oder Last-Minute-Ding jetzt. Komm. Wer will nochmal? Terhorst. Geht nochmal rein. Ja, Tech-Club hinten winkt Kudowski. Komm, das ist der Kopfball. In Richtung Schlusspfiff. Schade. Also wieder 0-0, genau wie auf Schalke, aber wieder zu 0. Genauso wie auch unter anderem gegen Braunschweig. Ich beobachte das jetzt nochmal 1-2 Spiele, dann gucke ich mal, ob ich nicht doch wieder zurückstelle. Weil wenn wir jetzt hier nur 0-0 spielen, dann ist das irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Aber ich freue mich, wieder zu 0. Ein weiterer Punkt Richtung Klassenerhalt und wir bleiben auch weiter auf jeden Fall oben dran. Die Schalker auch nur mit einem 2-2 gegen Fürth. Also auch die kommen noch nicht so recht rein in die Saison. Aber wir sind weiter oben, wir sind auf dem 3. Platz. Jetzt Nürnberg, die sind 6. 5 Spiele ohne Gegentor. Ne, 6 Spiele, 5 Spiele ohne Gegentor. Haben aber schon die erste Verletzungsnachricht. Beziehungsweise Verletzung wahrscheinlich, ja. Ja, Terhorst, der hatte schon im Spiel das Kreuz. Ich gucke gerade nochmal hier, eine neue Nachricht von Preisinger. Den hatte ich, glaube ich, ebenfalls. Ja, den hatte ich auch nochmal am letzten Transfertag, am Deadline Day auf der Liste. Dass der nochmal spontan wegkommt, aber ich hätte niemanden bekommen. So recht. Und die ganzen Talente, die hätte ich erst, oder die kamen erst später. Deswegen hatte ich leider nicht das Geld. So, Terhorst fällt für 5 Tage aus. Könnte gerade so reichen, dass er wieder fit ist gegen Nürnberg. Ich lasse das jetzt gerade nochmal. Ich zeige euch auch gleich, wie wenig Geld ich noch habe. Dann habe ich nochmal ein paar Spieler scouten lassen. Und zwar Namdi Collins, der ist auf der Leihliste. Aber ohne Geld kannst du da nichts machen. Moritz Seifert, Niklas Lang, Michael Glück, die hatten auch ein gutes Potenzial. Die hatte ich ganz am Anfang mal. Dominik Heinz, das wäre nochmal so der Königstransfer gewesen für die Defensive. 31 wäre nochmal sein letzter großer Vertrag gewesen. Für Namdi Collins wäre das natürlich auch nochmal geil gewesen. 82 Tempo, auch ein gutes Potenzial. Der kriegt auch an die 79 oder 80er Gesamtstärke.
Senegal. Ach, okay, wir haben Scouting-Berichte aus dem Senegal. So, wenn da jetzt wieder irgendein guter mit dabei ist. Aber ich glaube, hier in der ersten Rutsche, da ist niemand mit dabei. Gehalt. Ich weiß, man hat mir mal gesagt, man soll nicht mehr aufs Gehalt gucken, beziehungsweise auf den Wert. Früher konnte man immer beim Wert schauen, ob der Spieler gut wird oder nicht. Jetzt sollte man wirklich aufs Potenzial gucken. Und je nachdem, wie jung oder wie alt die sind, ich meine, der Scout hat eine Einschätzung von 2 Sternen. Der wird also nicht so gut sein. Aber ihr seht nochmal, wie wenig Geld ich habe. Wer hat mir denn jetzt hier eine Gruppeneinladung geschickt? Liam Wöste. Liam, was ist los bei dir? Gerade nicht. Guck mal, 24 Euro. 24 Euro, ey. Reicht gerade mal für eine halbe Tankfüllung zum Training morgen. Naja, was willst du machen? Das sind halt hier Verhältnisse in Münster, die kriegst du nirgendwo anders. Ja, der Horst, der wird wieder fit. Komm, wir hatten jetzt noch 6 Tage oder so. Ja, ey, stopp mal kurz. Habt ihr gerade mal die 11 der Woche gesehen? Natürlich, weißt du, die ganze lautere Verteidigung, aber wir haben auch 3 Männer mit dabei. Ja, das ist ein bisschen unlogisch. Die gesamte Viererkette, der Keeper von Lautern ist mit dabei. Hendricks, Remberg. Teklab ist auch erst reingekommen. Also überleg mal. Der ist reingekommen in der zweiten Halbzeit, hat vielleicht eine halbe Stunde gespielt und soll der beste Mann auf der rechten Seite gewesen sein? Egal. Stephen Burns freut's, Mel Robinson und Chase Baxter. Niemand hätte das mehr verdient. Glückwunsch, natürlich. Dazu noch Mustafa, Florian Kainz und Vermey vorne. Gut, ist vielleicht schon wieder so ein bisschen random. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So, Nürnberg. Nächstes Spiel. Lesen wir noch gerade mal hier die Nachrichten, die wir haben. Oh, das Menü. Also das Menü, das muss ich sagen, das ist aber auch schon vielen anderen kritisiert worden. Ja, seht ihr, ist wieder fit. Jano, Terhorst brauchen wir. Das Menü, das hakt so ein bisschen. Also ich muss manchmal 2-3 Mal nach unten gehen oder 2-3 Mal auf A drücken jetzt hier in meinem Fall, dass der überhaupt was macht. Also das finde ich noch ein bisschen hakelig, aber wird wahrscheinlich irgendwie im nächsten Gameplay-Patch gefixt. Hoffe ich mal so. Noch mehr Scouting-Berichte? Mein Gott, ey, wie viele Scouting-Berichte haben wir denn hier? Ja, Linksverteidiger, klar. Aber da habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich irgendwie einen guten Jugendmann bekomme. Hier hätten wir wieder einen freien Spieler. Aber ich habe ja gesagt, ich gehe weg von den freien Spielern. Das, wie in Duisburg, das mache ich nicht mehr. So, gucken wir noch mal kurz auf die Tabelle. Nach 6 Spielen jetzt mittlerweile, 7 Spiele. Wir können sogar Tabellenführer werden, wenn wir Remis spielen und die Kölner nicht gewinnen. Wahnsinn. Aber wir sind ganz eng beieinander. Schaut mal, Düsseldorf 13 Punkte und der KSC 9. hat 10 Punkte. Wir sind 3 Punkte auseinander. Und dann dahinter sind es nur weitere 3 Punkte bis Ulm, bis zum 15. Also ihr seht, wie eng, das ist auch in echt Gott sei Dank so, wie eng die zweite Liga ist. Hier kann wirklich jeder jeden schlagen. Die letzten, ich würde mal sagen, so die letzten 6 bis 7 Spiele, 7 bis 6 Spiele, da kristallisieren sich dann schon so leicht die Favoriten heraus, wer dann aufsteigt. Aber ansonsten, und dann so am letzten Spieltag, gut, ist der HSV entweder 4. oder 3. und versaut dann in der Relegation. Unten geht es dann auch noch meistens bis zum letzten Spieltag rund. Also das muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, dass das auch hier bei uns so sein wird, dass wir bis zum Schluss wirklich Spannung haben. Und wenn wir dann am Ende die Klasse halten. Ich gucke jetzt nochmal, wie gesagt, die nächsten 1-2 Spiele. Ansonsten werde ich in den Spieleinstellungen das mal wieder umstellen auf Standard und nicht auf Simulation. Aber wir gucken mal, wie es gegen Nürnberg läuft. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich hoffe, euch gefällt meine Karriere. Lasst einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und natürlich ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Heimspiel. Macht's gut. Ciao, ciao.